Wie das duftet. Gebrannte Mandeln und kandierte Äpfel. Hallo und herzlich willkommen auf Rabeas Kitchen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr schnell und einfach diese Liebesäpfel machen könnt und die gebrannten Mandeln. Die könnt ihr auch zum Beispiel nett verpacken in solche Tüten. Die eignen sich hervorragend zum Weiterverschenken. Fangen wir zuerst mit den kandierten Äpfeln an. Die gehen ratzfatz. Man nehme einen kleinen Topf oder eine hohe Pfanne. Darin kommen jetzt folgende Zutaten hinein. 300 Gramm Rohrzucker, ihr könnt auch ganz normalen Zucker nehmen. 5 Esslöffel Wasser, 1 Teelöffel Zitronensaft, rote Lebensmittelfarbe, ca. einen halben Teelöffel. Und das Ganze lassen wir erstmal kurz aufkochen und dann 10 bis 15 Minuten auf mittlere Hitze köcheln lassen. Gelegentlich auch umrühren und dann kommen wir direkt zu den Äpfeln. Die können wir in der Zwischenzeit einmal waschen und abtrocknen und dann habe ich hier etwas stabilere Schaschlikspieße. Die stecke ich jetzt in jeden einzelnen Apfel hinein. Dann benötigen wir noch eine Unterlage, wo wir unsere Äpfel abstellen später. Dazu nehmt ihr einfach Backpapier mit ein wenig Zucker drauf. Habt auch zwischendurch mal einen Blick in eurem Topf. Immer wieder mal umrühren, bis der komplette Zucker sich aufgelöst hat. Wenn der Zucker sich dann aufgelöst hat, könnt ihr eine kleine Probe entnehmen, etwas ins kalte Wasser schütten und wenn es direkt fest wird, habt ihr die richtige Temperatur erreicht. Das Ganze dauert maximal 8 bis 10 Minuten. Hat euch bis hierhin das Video gefallen, hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn der Zucker dann schön flüssig geworden ist und keine Zuckerkristalle mehr drin sind, könnt ihr dann die Äpfel hineintunken. Ich lasse das jetzt im Topf. Ihr könnt es aber auch in ein schmales Gefäß umschütten, dann könnt ihr die Äpfel da besser hineintunken. Ein- bis zweimal die Äpfel hineintunken, das reicht schon. Da die Äpfel dann etwas kalt sind, wird der Zucker sofort fest. Die fertigen Äpfel dann auf das Backpapier mit dem Zucker stellen. Jetzt mache ich die gebrannten Mandeln. Dazu gebe ich in einer Pfanne 150 Gramm Zucker mit 80 Milliliter Wasser und einem Teelöffel Zimt kurz verrühren und aufkochen lassen. Wenn das Ganze dann anfängt zu köcheln, gebe ich 200 Gramm Mandeln hinzu. Ich habe die Mandeln mit Schale genommen. Ihr könnt natürlich auch blanchierte Mandeln nehmen, aber bei den Mandeln mit Schale, da haftet
der Zucker besser dran. Das Ganze immer weiter köcheln auf höchster Stufe, gelegentlich umrühren, so jede Minute. Das Wasser verdampft dann allmählich. Jetzt seht ihr, fängt das Ganze langsam an zu karamellisieren. Den Herd habe ich dann auf mittlerer Stufe runtergeschaltet. Das Zuckerkaramell fängt schon an, Fäden zu ziehen, das ist schon das perfekte Zeichen. Jetzt nicht weglaufen, immer dabei bleiben, immer weiter rühren. Wenn das Ganze anfängt etwas dicker zu werden, schalte ich den Herd aus, immer weiter rühren und arbeite mit der Restwärme weiter. Jetzt wird das Karamell etwas fester, legt sich um die Mandeln. Ich nehme die Pfanne vom Herd runter und arbeite jetzt mit der Restwärme von der Pfanne weiter. Immer weiter rühren. Jetzt wird alles sehr, sehr krümelig. Das Ganze streue ich jetzt auf ein Backpapier. Vorsicht, das Ganze ist noch heiß. Wenn ihr das Ganze dann auf dem Backpapier gestreut habt, nehmt ihr nochmal den Holzlöffel, verteilt das auf dem gesamten Backpapier. Das Ganze hat sich eigentlich ziemlich schnell abgekühlt. Nun könnt ihr mit den Fingern die zusammengeklebten etwas auseinanderziehen. Diese Mandeln hatte ich mit 200 Gramm Zucker und 100 Milliliter Wasser in der Pfanne gehabt. Die wollten irgendwie nicht so richtig. Das passiert anscheinend, wenn die auch zu lange in der Pfanne sind, dann wird das Karamell wieder weich und haftet nicht direkt so wie hier an den Mandeln. Und so schnell und einfach könnt ihr euch den Weihnachtsmarkt nach Hause bringen. Hat euch das Video gefallen? Hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar, wenn ihr das mal nachgemacht habt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.